herzlich willkommen zurück zu unserem zweiten Videotutorial für Code Red. Heute wollen wir uns den Themenkomplex Initiative, Kommando und Befehle widmen. Vor uns sehen wir ein Spielfeld, wie es nach 1 bis 3 Runden Code Red unter Umständen aussehen könnte. Wir sehen hier eine US-Patrouille, die das Spielfeld betreten hat, über ihren Sammelpunkt, der hier in blau markiert ist, und auf Taliban gestoßen ist, die sich in der Tiefe des Raums über die 2 roten Sammelpunkte hier und dort platzieren konnten. Neben den Einheiten, die wir auf dem Spielfeld sehen, haben wir Einheiten, die sich noch im Reservepool außerhalb des Spiels befinden. Auf amerikanischer Seite haben wir hier noch einen kompletten Squad, der sich in Reserve befindet. Auf Seiten der Taliban haben wir hier noch eine Einheit sowie einen Anführer, der darauf wartet, auf das Spielfeld geführt zu werden. Einheiten, die sich im Reservepool befinden, können über die Spielfeldkante der jeweiligen Aufstellungszone sowie über die Sammelpunkte in das Spiel gebracht werden. Diese Einheit hier ist bereits in Feuerkampf getreten mit einer Taliban dort hinten und hat infolgedessen 2 Moralmarken erlitten, glücklicherweise allerdings noch keine Ausfälle. Wir befinden uns nun zu Beginn einer neuen Runde. Zu Beginn einer neuen Runde wird zuallererst geprüft, ob Feuerschläge aus der Vorrunde eintreffen. Da in unserem Fall noch kein Spieler einen Feuerschlag angefordert hat, entfällt dieser Schritt und wir gehen direkt zum Schritt 2, Initiative. Zur Ermittlung der Initiative zählen wir alle Anführer, die sich auf dem Spielfeld befinden. Für jeden Anführer, der sich auf dem Spielfeld befindet, erhalten wir 2 Kommandowürfel. Für den amerikanischen Spieler haben wir einen Anführer auf dem Spielfeld, das heißt, er bekommt 2 Kommandowürfel. Neben den Offizieren, die sich auf dem Spielfeld befinden, betrachten wir außerdem, wie viele Offiziere sich im Reservepool befinden. Für Offiziere im Reservepool erhält der Spieler jeweils einen zusätzlichen Würfel. Das bedeutet, unser amerikanischer Spieler hat zu guter Letzt 3 Kommandowürfel für diese Runde zur Verfügung. Die Taliban haben einen Anführer, der sich hier befindet. Wir haben einen Anführer, der sich hier auf dem Spielfeld befindet. Das bedeutet, für 2 Anführer auf dem Spielfeld erhält der Taliban-Spieler insgesamt 4 Würfel. Darüber hinaus hat der Taliban-Spieler einen Anführer, der sich noch im Reservepool befindet. Dieser generiert einen weiteren Würfel. Damit haben die Taliban zu diesem Zeitpunkt 5 Kommandowürfel zur Verfügung. Mit diesen Kommandowürfeln gibt es nun 2 mögliche Optionen zu verfahren. Die erste Option, die vor dem Würfen der Würfel passieren muss, ist, möglicher Moralmarken von Einheiten zu sammeln. Der amerikanische Spieler entscheidet sich dafür, eine Moralmarke von dieser Einheit zu sammeln. Es ist maximal möglich, eine Moralmarke pro Einheit zu sammeln. Er entfernt einen Würfel aus seinem Pool und nimmt damit eine Moralmarke von dieser Einheit. Hätte er weitere Einheiten, die Moralmarken haben, könnte er einen weiteren Würfel entfernen, allerdings jeweils maximal eine Marke pro Einheit. Die übrigen Würfel werden nun geworfen. Der Taliban-Spieler entscheidet sich dafür, seine Würfel komplett zu werfen, denn er hat keine Moralmarken, die er entfernen könnte. Schauen wir nun, was passiert. Der amerikanische Spieler würfelt 2 Würfel. Und wir werfen bei Code Red immer generell W10, das heißt 10-seitige Würfel. Und ein Erfolg ist in der Regel für ein Ausbildungslevel Grundausbildung, also Basistraining, eine 5 oder mehr. Das bedeutet, unsere amerikanischen Spieler haben hier in diesem Fall eine 10 sowie eine 6 gewürfelt und 2 Erfolge. Diese 2 Erfolge stehen ihm in der Folgerunde als Befehle zur Verfügung. Der Taliban-Spieler wirft ebenfalls seine Würfel. Er hat allerdings ein schlechtes Ausbildungslevel, weil er Milizen kommandiert. Das bedeutet, er erhält -1 auf seinen Wurf, auf alle seine Würfe. Und wir haben hier eine 10, eine 6, eine 5, eine 4 sowie eine weitere 6. Das bedeutet, die 5 und die 4 werden nach Abzug des Modifikators für das Training Misserfolge und es bleiben übrig 3 Würfel, die dem Taliban als Befehle für die nächste Runde zur Verfügung stehen. Da der Taliban insgesamt mehr Erfolge erwürfelt hat, erhält er außerdem die Initiative für diesen Zug und darf seine Befehle zuerst ausführen. Der Amerikaner hat die Möglichkeit, auf diese später zu reagieren und das schauen wir uns im nächsten Tutorial an, wenn es um das Thema Befehle, Bewegung und Feuerkampf geht. Bis dahin, wir sehen uns.